In welchem Alter ist man am klügsten? Vielleicht liefert uns ein freundschaftlicher Wettbewerb die Antwort. Morgen ist der jährliche Brain Clash. 10 Zweierteams messen sich in einem Zweikampf von Denkaufgaben, Quizfragen und Rätseln. Ich habe das ganze Jahr trainiert und muss den klügsten und fähigsten Teamkollegen auswählen. Ich habe die Auswahl eingegrenzt. Da ist zum einen Gabriela. Sie ist zwar erst 8, aber man sollte sie nicht unterschätzen. Sie spricht 2 Sprachen fließend und ist die ultimative Querdenkerin. Und dann ist da Ama. Sie kann 100 Ziffern von Pi aufsagen, entwirft beruflich Satelliten und backt perfekte Soufflés. Oder ich nehme Herrn Taylor. Er ist der beste Schachspieler weit und breit, hat schon über 20 Mal am Brain Clash teilgenommen und ihn 5 Mal gewonnen. Ich weiß nicht, wen ich wählen soll. Wer ist der Klügste? Welchen dieser Teamkollegen sollte Amir für den morgigen Wettkampf auswählen? Und warum? Das kommt natürlich darauf an. Intelligenz wird zwar oft mit Dingen wie IQ-Tests in Verbindung gebracht, doch diese Tests erfassen nicht den Umfang und die Tiefe der unterschiedlichen Fähigkeiten einer Person. Daher werden wir den Begriff klug in verschiedene Kategorien wie Kreativität, Gedächtnisvermögen und Lernfähigkeit unterteilen und erforschen, wann das Gehirn bei jeder dieser Tätigkeiten am besten ist. Fangen wir von vorn an. In den ersten Lebensjahren erfährt das Gehirn ein unglaublich schnelles Wachstum, die sogenannte Synaptogenese, bei der jede Sekunde über 1 Million neue neuronale Verbindungen gebildet werden. Im Laufe der Entwicklung macht das Gehirn einen Beschneidungsprozess durch. Je nach Erfahrung und Umfeld werden genutzte Verbindungen verstärkt und ungenutzte entfernt. Häufig genutzte neuronale Bahnen sind myelinisiert, also mit einer Isolierschicht umhüllt, damit Informationen schneller übertragen werden. Dadurch entsteht ein effizienteres, fein abgestimmtes Gehirn. Dieser Umbau des Gehirns erfolgt jedoch zu unterschiedlichen Zeiten in und zwischen den Gehirnregionen, sodass sich unterschiedliche Fähigkeiten in verschiedenen Altersstufen entfalten können. So entwickeln sich beispielsweise in der Kindheit die am Spracherwerb beteiligten Gehirnregionen schnell, weshalb viele Kinder mehrere Sprachen lernen und beherrschen können. Doch der präfrontale Kortex, eine Gehirnregion, die für kognitive Kontrolle und Hemmung zuständig ist, entwickelt sich langsamer. Deshalb haben Kinder oft Schwierigkeiten mit strategischen Spielen wie Schach oder Dame, die konstante Konzentration, Planung und abstraktes Denken erfordern. Zugleich sind Kinder in der Regel flexiblere, entdeckungsbasierte Lerner. Oft nutzen sie kreativere Ansätze beim Lösen von Rätseln und haben im Allgemeinen weniger Angst vor Fehlern. Erwachsene hingegen haben ihre eigenen einzigartigen Fähigkeiten. Sie profitieren von einem gut entwickelten präfrontalen Kortex. Deshalb können sie Fähigkeiten, die Lernen, Konzentration und Gedächtnisleistung erfordern, besser ausführen und lösen schnell und effizient Denkaufgaben oder Kreuzworträtsel. Bei älteren Erwachsenen lassen diese Fähigkeiten eventuell nach, da das Gedächtniszentrum des Gehirns, der Hippocampus, schrumpft. Doch es gibt einen Grund für den Spruch älter und weiser. Nach lebenslangem Lernen können ältere Erwachsene mehr Wissen abrufen und nutzen, was sie zu hervorragenden Quiz-Teilnehmern macht. Neben anderen Faktoren sollte Amir auch seine eigenen Stärken berücksichtigen. Bei Jugendlichen ist der präfrontale Kortex stärker entwickelt als bei Kindern, sodass sie Logik- und Matheaufgaben besser lösen können. Gleichzeitig entwickeln sich tief im Gehirn Regionen noch schneller, die für Motivation und Belohnung wichtig sind. Das macht Teenager wie Amir zu neugierigen und abenteuerlustigen Lernern. In vielerlei Hinsicht wirken Teenager wie Tausendsassers, mit Gehirnen, die auf neue Erfahrungen und schnelles Lernen ausgerichtet sind. Teenager sind in einer dynamischen Phase, in der ihre Entscheidungen und die Fähigkeiten, auf die sie sich konzentrieren, die Entwicklung des Gehirns tatsächlich steuern können. In welchem Alter ist man also am klügsten? Schwer zu sagen. Mit 8, 16, 25, 65 und allem dazwischen. Unser Gehirn priorisiert je nach Alter unterschiedliche Fähigkeiten, um den Herausforderungen und Ansprüchen dieses Lebensabschnitts gerecht zu werden. Egal, wen Amir auswählt, ein altersmäßig gemischtes Team ist eine gute Strategie. Lerne mehr mit diesen Videos und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Verpasse nie die Chance, etwas Neues zu lernen.